Guten Morgen, ihr Lieben. Wir haben das Wochenende jetzt wieder an unserem alten Stellplatz verbracht, am Playa de Orellón, zusammen mit Tim und Thomas. Es war richtig schön und auch super toll für Cäsar, weil wir hier am Strand einfach nur im Flachen spazieren können und wir ihn natürlich schonen wollen. Und dann haben wir gestern Abend die Info bekommen von der Tierärztin, die hat noch angerufen und eben gesagt, dass wir heute bitte in die Klinik kommen sollen, weil der Facharzt sich Cäsar noch mal genau angucken möchte, weil das wohl nicht ganz so einfach ist wie gedacht. Also es heißt, dass es nicht einfach mit einer Operation getan wäre, sondern dass es auch ein muskuläres Problem gibt und geben kann. Genau, wir wissen es nicht. Und da fahren wir jetzt mal hin und mal gucken, was der Arzt uns dann berichtet. Der Imperator Julius Caesar. Ne? Jetzt dürfen wir mal gespannt sein, was beim Arzt rauskommt. Weil das entscheidet ja das Ganze so ein bisschen, wie wir jetzt weiterreisen können oder ob wir weiterreisen können. Weil Cäsars Gesundheit geht natürlich vor und ja. Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know, if I will ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down. Jumping from cliffs so high, trusting our wings to fly. Sometimes we're crashing down, but we get up and start from the ground. And I really wanna know, if Wir sind jetzt gerade in Deba angekommen. Das ist ja ungefähr eine Stunde östlich von Bilbao. Das hatten die Jungs rausgesucht als Stellplatz für heute. Tina ist noch gar nicht begeistert davon. Gucken, ob wir jetzt hier bleiben oder nicht. Weil das halt echt der große Strandparkplatz ist, der auch knackevoll gerade ist. Und eigentlich ziemlich ungeeignet für Busse. Mal sehen, die Jungs sind noch nicht da, die waren den ganzen Tag surfen, auf die warten wir jetzt noch. Und wir machen noch gerade eine kleine Runde mit Cäsar. Jo. even if the sky is falling down, even if the sky is falling down, yeah. The sky is falling down. Wir waren ja heute in der Spezialklinik mit Cäsar, hatten da bei einem Knieorthopäden, bei einem Kniespezialisten einen Termin. Und der hat sich dann nochmal die Röntgenbilder angeguckt und der war super nett und super hilfreich und auch super ehrlich mit seiner Meinung, was Operieren angeht. Ja. Der operiert seit 40 Jahren und Quintessenz war,
Er würde super gerne Cäsars Knie operieren. Ja, um endlich mal eine interessante Aufgabe zu haben, hat er gesagt, eine interessantere OP. Ja. Weil es ziemlich atypisch ist, was Cäsar hat. Also er hat gesagt, in 95% der Fällen betrifft es kleine Hunderassen und zwar im Alter zwischen 6 Monaten und einem Jahr. Und bei ihm ist es was ganz anderes, weil die Kniescheibe nicht nach innen gerutscht ist, sondern eben nach außen und auch nach unten gerutscht ist. Genau, also die ist seitlich nach unten abgerutscht und das ist auf jeden Fall was relativ selten vorkommt und was auch die OP ein bisschen interessanter, wie er gesagt hat, und Ja. auch eventuell schwieriger macht als seine Routine-OPs. Ja. Und er hat gesagt, er würde es super gerne operieren, aber er ist auch ganz ehrlich, da Cäsar, er hat verschiedene Tests mit ihm gemacht, keine Schmerzen hat derzeit und die Schmerzen nur auftreten bei Belastung natürlich am Berg, meinte er, sollen wir das doch lieber machen, wenn wir uns dann an einem Ort befinden für eine längere Zeit. Das heißt, wenn wir nach Deutschland zurückkommen, werden wir uns dann sofort darum kümmern, einen guten Chirurgen für Cäsar zu finden, der das operieren kann. Und deswegen können wir weiterreisen. Gute Nachricht. Schlechte Nachricht natürlich, wir können Cäsar nicht so sehr belasten, wie wir es hätten gedacht, als er noch für uns noch ein gesunder Hund war. Jetzt wissen wir, okay, er ist noch nicht so gesund. Aber wir machen das Beste draus. Wir haben auch vom Arzt Schmerzmittel bekommen, stimmt's? Ja, wir haben Schmerzmittel bekommen, eben für den Fall. Er hat gesagt, wenn wir jetzt mal eine größere Wanderung machen, dass wir ihm vorher einfach die Schmerzmittel geben können und danach. Aber dass wir uns natürlich jetzt nicht so einen Kopf machen müssen, weil er gerade keine Schmerzen hat. Er hat einfach nur bei Überbelastung Schmerzen und dass es vergleichbar ist, wie wenn wir Knieschmerzen haben, dass wir es dann auch äußern und dann einfach Schmerzmittel nehmen. Aber hat auch am Ende nochmal ihn komplett durchgecheckt und eben gesagt, er hat keine Schmerzen. Und das war auf jeden Fall sehr beruhigend für uns, auch zu wissen, dass wir es jetzt nicht sofort machen müssen. Und einfach wie detailliert er uns alles erklärt hat, wie viel Zeit er sich genommen hat und wie ehrlich er vor allem war, da sind wir super glücklich drüber und echt dankbar. Ja, das war eine super fachmännische Meinung, weil normalerweise hätte er natürlich, wenn er Geld machen wollte, hätte er gesagt, ey, wir müssen sofort operieren. Aber nein, war nicht so. Er hat gesagt, was es für Möglichkeiten gibt und hat auch gesagt, an unserer Stelle würde er jetzt auch nicht operieren, wenn er weiß, okay, wir sind mit dem Bus unterwegs und reisen und für den Hund und für die Heilung nach der OP ist es einfach besser, wenn wir an einem festen Ort sind und nicht auf so kleinen Raum wie im Bus. Und deswegen haben wir uns jetzt dann dazu entschieden, okay, wir belassen das bei Cäsar so. Wir achten natürlich drauf, ob er Anzeichen von Schmerzen äußert. Und ansonsten kann die Reise bei uns erstmal weitergehen. Und das mit der OP, das verschiebt man halt, wenn wir dann wieder zurück sind. Genau. Das nehmen wir dann in Angriff. Ja. Da bist du sicher auch erleichtert, dass du jetzt noch nicht operiert werden musst, gell? Ja. Bonita! This is time and you, 'cause if your heart longs for something else, you got to find something else. Don't know what to do. You say you love me, you need some space too. For it makes sense, it should be alright. My heart still whisper me out. Guten Morgen! Wir machen erstmal eine kleine Stranderkundung mit Cäsar, bevor es dann gleich Frühstück gibt. Eigentlich wollte ich ja heute mit dem Stand-Up-Paddle wieder raus und ein paar kleine Wellen versuchen zu surfen. Aber heute ist so ruhig, heute sind gar keine Wellen. Krass. Und das im Atlantik, das hat man selten, oder?
Also das wird definitiv nichts mit dem Wellensurfen heute. Wer weiß, vielleicht ändert sich das später nochmal. Mal gucken. Wir sind hier gerade in einer Pilota-Spielhalle gelandet. Pilota ist ja ein Rückschlagspiel, was hier aus dem Baskenland stammt. Und gestern Abend waren wir auch schon unterwegs, weil wir mal wieder um die Häuser gezogen sind. Und da waren sogar noch welche am Spielen. Jetzt leider gerade nicht. Aber cool, ich hätte auch mal Bock drauf. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ansonsten müsst ihr es mal googeln. Wir machen jetzt gerade mal einen kleinen Mittagsspaziergang und gucken uns Deba ein bisschen an. Das ist nämlich hier eine süße kleine Altstadt. Ja, da schnaufen wir mal ein bisschen rum. Ja, hier gibt es einen richtigen Süßigkeitenladen. Aber da gibt es bestimmt keine Schlümpfe und keine klebrigen Erdbeeren. Ja, das gibt es leider gar nicht, ja? In Spanien oder Frankreich haben wir das auch noch nicht gesehen. Da steht Tina total drauf, auf Schlümpfe. Ja. I'm having fun doing my work. My company asked me. Das ist mein Service. Hier wird unser Solarpanel sauber gemacht. Ah, das kostet aber, gell? Wie viel Bier? Oh, da ich aus Franken komme, schon ein Kästle mindestens. Hey, Kästle! So, wir sind zurück von unserer Erkundungstour. Und jetzt ist auf jeden Fall Zeit, ins Wasser zu gehen. Ich habe das SUP rausgeholt. Da das Wasser ja so ruhig ist, gehe ich halt SUP fahren. Wenn ein paar Wellen kommen, probiere ich nochmal mit Surfen. Tilda hat sich auch schon hier in den Schatten gelegt. Dem ist zu heiß. Ja. Gefällt es dir hier, Cäsar? Hm? Hier im Schatten zu liegen und die Leute zu beobachten? There is a life I lead in this city, hurrying to cut my teeth. I can take what I need to get by, it doesn't make it easy. The other piece of my heart moves slow, somewhere in the great unknown. When I return from the afterglow, will you carry me like I am whole again? Wait, hold on, put me together, take me back where I belong. I want it all, I had a feeling but the feeling is all gone. Wait, hold on, put me together, take me back where I belong. I want it all, I had a feeling but the feeling is all gone. If I could take you back to my youth and show you what I wish I knew, my will is strong with a place to lean. In the moment I hung desperately,
The other ring on my wrist is gold, pairing with the light it holds. When I return from my skin and bones, I'm remembering the words you told me. Wait, hold on, put me together, take me back where I belong. I want it all. I had a feeling, but the feeling is all gone. Wait, hold on, put me together, take me back where I belong. I want it all. I had a feeling, but the feeling is all gone. Feeling is all gone. Übelst geil. Ich habe sogar ein paar Wellen erwischt. Ja, war richtig cool. Ja. Ich habe lange nicht so viele aufgenommen, wie du bestanden hast. Ja. Ja, das ist vor allem richtig lange, aber das ist auch relativ einfach auf dem Stand-Up-Paddle drauf zu stehen und die Welle zu reiten. Echt? Ich dachte, es ist übelst schwierig, weil es ist voll schwer. Nee, das Schwierige ist, im Wasser halt zu navigieren, und, weil du kannst dich mit dem Ding so schnell drehen. Mit dem kleinen Surfboard kannst du dich schnell rumdrehen und gehst los. Mit dem musst du immer schon vor umgedreht sein und gucken, wann kommt die Welle. Und ja, dann losgepaddelt, aufgesprungen, irgendwie übelst einfach das zu halten, das Gleichgewicht, und dann die Welle gesurft. Das hat mega Spaß gemacht. Jetzt möchte ich mir da auch ein Surfboard kaufen, Schatz. Na, und du brauchst auf jeden Fall Neopren. Ja, es war so kalt. Wow. Also mir war es schon kalt vom Zugucken. Ja. Wir sind on the road again. Ja. Wir haben uns gerade zum letzten Mal von Thomas und Tim und Nobby verabschiedet und fahren jetzt weiter. Wohin genau? Na, eigentlich fahren wir erstmal zurück, also wieder Richtung Bilbao, an der Küste entlang. Da wir ja noch hoffen, dass wir noch einen Heimtier-EU-Ausweis für Cäsar bekommen in Bilbao bei der Tierärztin. Aber die Papiere sind noch beim Ministerium, es wird noch geprüft, also wir wissen noch nicht, ob das klappt, und solange sind wir halt noch hier in der Gegend und ja, versüßen uns die Zeit hier an der Küste. Ja, du bist auch mit dabei, na klar.
you do? Follow you anywhere. If our chances are getting brighter, but I want you to know I can't help but fight this feeling. I want you to try. Imagine living without it. Da sind wir angekommen. Ja? Endlich! Oh, der war so aufgeregt bei der Fahrt. Der ist immer hochgehüpft auf uns, auf unseren Schoß. Hin und her, vor und zurück. Du warst so aufgeregt. Was ist los, Junge? Ja, was ist denn? Bist du auch gespannt, wie es hier aussieht? Wahrscheinlich. Neuer Platz. Wir sind erkunden. Auf geht's, erkunden!